Moin ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Und heute begeben wir uns auf die Spuren des Mordfalls Tunahan Keser. Tunahan Keser war ein aufsteigender Profiboxer, 22 Jahre alt, hat bei uns in der Stadt gelebt und wurde 2017 ermordet. Wir begeben uns heute auf seine Spuren. Und zwar, wo hat er gewohnt? Wo war seine Arbeitsstätte? Welche Stellen hängen mit dem Mordfall zusammen? Sprich, auch wo wurde seine Leiche gefunden? Wo hat der Täter gelebt? Das Ganze ist allerdings ein bisschen komplizierter, denn man weiß nicht wirklich, was hinter diesem Mordfall steckt. Er ist also bis heute ungeklärt. Und es ist auch wieder eine neue Ermittlungskommission eingesetzt worden, eine Sonderermittlungskommission, die versucht, die Hintergründe der Tat herauszufinden. Und wir nehmen euch mal mit. Passend dazu heulen die Sirenen. Samstagmittag 12 Uhr. 12 Uhr, genau. Und dieser Mordfall ist extrem mysteriös, dabei aber relativ gut dokumentiert. Und zwar hatte der Tunahan sich einen Traum erfüllt und einen Maserati gekauft, der über GPS-Daten verfügte. Dazu später aber mehr. Wir gehen jetzt erstmal dahin, wo er gewohnt hat. Wir sind jetzt hier am Wohnhaus von Tunahan in Schenefeld. Hier hat er mit seinem Papa gewohnt, der mittlerweile frustriert und natürlich todtraurig in die Türkei zurückgekehrt ist. Ja. Und damit begeben wir uns jetzt zum Arbeitsplatz von Tunahan, an dem er zum letzten Mal lebend gesehen worden ist. Und da geht die Geschichte weiter und dann nimmt sie richtig Fahrt auf, im wahrsten Sinne des Wortes. So ist es. Kommt mit. Und bei diesen Temperaturen, da muss man leider öfter mal laden, sonst kommen wir nicht über unsere Tour. Also hier einmal kurz laden. Ein Cappuccino. Einen großen Kaffee, einen großen Cappuccino bitte. Und wir sind jetzt auch schon an der Arbeitsstelle vom Tunahan. Hier in diesem Autohaus hat Tunahan Keser gearbeitet. Also für dieses aber Autohaus. Aber nicht in diesem Autohaus, sondern er hatte eine eigene Firma. Und zwar hat er Fahrzeuge überführt, gegen Bezahlung natürlich. Er hatte auch, ich glaube, 12 Mitarbeiter. Ja, möglicherweise 12 Mitarbeiter, hat immer Autos überführt. Und hat eben von hier aus gearbeitet. Und an dem besagten Tag, am 23. Juni 2017, war er hier auch und war abends mit seiner Verlobten verabredet, um mit ihr nach Köln zu seiner Mutter zu fahren. Und da hat er sich aber vorher von hier aus auf den Weg zum Tatort gemacht. Er hat keinem gesagt, wohin er fährt, warum er fährt. Er hat ganz normal Feierabend gemacht, ist gefahren. Und jeder ist tatsächlich davon ausgegangen, wohl, dass er nach Hause fährt. Und die Polizei hat das gut rekonstruiert. Und gegen 17:15 Uhr ist er hier losgefahren und hat sich auf den Weg zum Tatort gemacht. Und das ist in der Nähe von der Raststätte Holmmoor. Das zeigen wir euch jetzt mal. Tunahan ist dann hier auf die Autobahn gefahren, Richtung Norden, also Richtung Kiel. Wir sind hier an der Autobahnauffahrt Schnelsen Nord. Dann geht es hier auf die A7 und dann immer weiter geradeaus bis zur Raststätte Holmmoor. Und Tunahan ist dann halt von dem Audi-Autohaus einfach die Kollaustraße bis zur Auffahrt gefahren, um dann in sein Verderben zu fahren. So, wir sind jetzt auf der Raststätte Holmmoor. Das ist die Raststätte, wo der Tunahan aus unbekannten Gründen hingefahren ist. Und der ist da hinten über einen Wirtschaftsweg gefahren,
zum eigentlichen Tatort. Und zu diesem Wirtschaftsweg, also zu diesem Ausgang auf dem Wirtschaftsweg, Laufen wir jetzt auch mal hin. laufen wir jetzt mal hin, genau. So, hier ist dieser Wirtschaftsweg, wo er durchgefahren ist. Und Hier hätte er eigentlich gar nicht runterfahren dürfen von der Raststätte. ne, hier darfst du nicht runtergefahren, aber hat er gemacht. Nur warum, das ist völlig unklar. Also niemand weiß, wer ihn hier wie hergelockt hat. Und da vorne ist ein Wäldchen. Da ist er angekommen, ist sofort mit einem Kopfschuss getötet worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach von diesem Frank Lindner. Der wohnt da hinten in eine andere Richtung oder wohnte da. Da gehen wir auch noch hin. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Leichenfundort. Den zeigen wir euch als erstes. An dem Wäldchen, wo Tunahan aller Wahrscheinlichkeit nach geparkt hat. Hier. Und ist dann entweder hier rein gezwungen worden oder freiwillig gegangen, das weiß niemand. Und ist da hinten einige Meter von hier entfernt, wir gehen mal hin, mit dem Kopfschuss umgebracht worden. Das Auto hat hier 5 Minuten gestanden und ist dann sofort die Strecke, die ihr eben gesehen habt, zurückgefahren worden und ganz in der Nähe von seinem Arbeitsplatz oder seinem Kunden, wie auch immer, geparkt worden. Wenn ihr uns und unseren Kanal unterstützen wollt, freuen wir uns über eine Mitgliedschaft von euch. Gibt es in 2 Preisstufen, einmal für 99 Cent im Monat, einmal für 2,99 €. Und dafür bekommt ihr exklusive Videos und Vorteile, Icons, Markierungen. Inhaltlich unterscheiden sich die 2 Preisstufen nicht voneinander. Hängt einfach davon ab, ob ihr uns mit ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger unterstützen wollt. Hier habt ihr einen QR-Code, den könnt ihr scannen und euch das mal angucken. Den Link gibt es aber auch in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf euch. Und der Tunahan selbst, wann ist der gefunden worden? Der ist am 21.07. glaube ich, haben sie ihn gefunden. Also einen Monat nach der Tat, ne? Genau. Knapp. Ja. So. Und gelegen hat der Tunahan, sieht man das noch? Ja, die haben hier Baumfellarbeiten gemacht, das ist aber nicht schlimm. Wir gucken gleich noch mal genauer, aber ich habe euch ein Foto eingeblendet. Man sieht auf dem Foto ganz genau so eine Kuhle. Dort wurde er gefunden. Die Kuhle wurde deswegen ausgehoben, weil die umliegende Erde auch noch mitgenommen wurde für Untersuchungen. Genau, da haben die den Boden so ausgekoffert. Aber hier sieht man jetzt nichts mehr davon, weil da überall gefällte Bäume drauf liegen. Ja. Das heißt, hier sind wir fertig. Und jetzt gehen wir mal zu dem Haus vom Täter. Und schauen mal, was davon überhaupt noch übrig ist inzwischen. Ja, wir haben da auch Bildmaterial von vor ein paar Jahren. Ja, was sich hier abgespielt hat, also wenige Meter vom Weg, ist er jedenfalls zu Tode gekommen. Und wir gehen jetzt mal zum Haus des Täters, mutmaßlichen Täter, Frank Lindner. Bis gleich. Bis gleich. So, und da hinten ist das Haus von dem Lindner, von dem Frank Lindner. Da können wir mal hingehen. Dieses ganze Grundstück hat ihm gehört. Na, hat er gemietet, oder? Beziehungsweise hat er gemietet gehabt, jawohl. Aber das sind hier eh alles so geduldete Bauten. Ja. Was ihr eben gesehen habt auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das originale Haus abgerissen wurde und neu gebaut. Oder nur so ein bisschen umgebaut. Wir blenden euch natürlich wieder Bilder ein. Und was auch ominös ist, am Tattag ist um 0:30 Uhr dem Boxtrainer von Tunahan, Corin Gevor, dem ist ins Knie geschossen worden. Ob es da den Zusammenhang gibt und ob die Tatwaffe auch da darauf geprüft wurde, wissen wir nicht. Nein. So, ich glaube, das Haus ist, ich weiß es nicht. Hier haben wir das Haus.
Ob es noch das Originale ist, könnt ihr selber entscheiden. Ich glaube ja, zumindest ein Teil davon. Das sieht uralt aus. Ja, ich glaube auch, dass das teilweise zumindest noch das alte Haus ist. An diesem Briefkasten stand vor Jahren natürlich noch Lindner. Und es steht immer noch Steht Lindner. immer noch Lindner. Guck mal. Das ist ziemlich eindeutig noch das alte Gebäude auch. Ob da jetzt jemand überhaupt wohnt? Es stehen Mülltonnen dort. Das spricht dafür. Im Januar und Februar 2018 erfolgten hier 2 große Durchsuchungen, auch von dem Grundstück von Lindner. Ende Februar 2018 haben sie auch praktisch das komplette Grundstück umgegraben. Und dabei sind dann eben auch Die Tatwaffe und Munition gefunden worden. unter anderem ja noch ganz viele andere. Also es sind viele Waffen und viel Munition gefunden worden. Aber da haben sie eben tatsächlich auch die Waffe gefunden, mit der Tunahan Kesa erschossen worden war. Und deswegen ist sich die Polizei tatsächlich auch ziemlich sicher, dass Frank Lindner derjenige ist, der die Tat ausgeführt hat. Wer die Hintermänner sind. Jedenfalls ist dann das Auto, wie gesagt, wieder nach Hamburg bewegt worden und da fahren wir jetzt hin. Nachdem der Tunahan Kesa ermordet worden ist von Mohr, da ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Täter mit dem Maserati vom Tunahan hierher gefahren in die alte Kollerstraße. Da drüben sieht man seine Arbeitsstelle, also beziehungsweise seinen Kunden, das Autohaus. Also in Sichtweite, 120 Meter. 120 Meter entfernt wurde der Maserati nach dem Verschwinden von Tunahan Kesa gefunden. Hier in der alten Kollerstraße. Und damit konnten sie dann rekonstruieren, eben wann Tunahan wohin mit dem Wagen gefahren ist, weil der Maserati das aufgezeichnet hat. Und dabei stellte sich auch heraus, dass der Maserati da am Tatort kaum 5 Minuten gestanden hat. Also der Tunahan musste angekommen sein, sofort erschossen worden, beziehungsweise noch ein bisschen haben wir euch gezeigt, in das kleine Wäldchen gelockt oder gezwungen worden und ist da erschossen worden. Und dann ist der Maserati hier geparkt worden, hier in der alten Kollerstraße. Das ist praktisch neben der Kollerstraße. Ja, und dann hat die Polizei natürlich ermittelt, aber die sind, ich glaube, bis heute, der Täter, haben wir ja schon erzählt, war der Frank Lindner mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Und der hat sich aber im Januar 2018 im Gefängnis umgebracht. Der saß da wegen einem Raubmord, den er in Appen bei Hamburg begangen hat. Und auf seinem Grundstück, das haben wir euch gezeigt, wurde ja die Tatwaffe gefunden, Munition und mehr wissen wir nicht. Also der hatte aber kein Verhältnis zu diesem Tunahan. Sprich, das muss Hintermänner geben. Er hatte einem Knastbruder tatsächlich auch erzählt, dass er Tunahan als Auftragsmord getötet hat. Also er wurde dafür bezahlt, dass er Tunahan tötet. Er hat dem Mann gegenüber aber nicht gesagt, warum er beauftragt wurde und von wem. Und so gesehen ist diese ganze Geschichte jetzt offen. Vor, ich glaube, einem Jahr oder so wurde nochmal ermittelt. Im Oktober 2023 wurde nochmal eine neue Ermittlungsgruppe eingesetzt. Nachdem die alte Sonderkommission schon vor ein paar Jahren aufgelöst wurde, wurde durch die Staatsanwaltschaft wieder eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Wir wissen allerdings nicht, wie der Stand der Dinge ist. Ja, also ein ganz mysteriöser Fall, der ungeklärt ist. Obwohl man ziemlich sicher weiß, wer der Täter ist, also wer die ausführende Person war, haben wir hier einen offenen Mordfall. Und das war unser Ortstermin zum Mordfall Tunahan Kesa, mit dem wir auch schon vor einigen Jahren haben wir uns das alles schon mal angeguckt, Fotos gemacht, die habt ihr ja gesehen. Ist wirklich mysteriös und also bleibt wohl ungeklärt vorerst. Ja, der beschäftigt uns nach wie vor seit so vielen Jahren, dieser Mordfall. Weil er ja auch praktisch unser Nachbar war. Ja. Gut, wenn euch das gefallen hat, mal ein kleines True Crime Format. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Abo und Like nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Und denkt dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Tschüss. Tschüss. Na, Frau Kommissarin? Ja, das wüsste ich wirklich gern, was da dahinter steckt. Ja, ich auch.